bin Andreas. Heute möchte ich mal ein paar Worte, kurze Worte sagen zu dem Thema Werbung, weil ich das gerade wieder erlebt habe. Geist, fliege, fliege, fliege. Erhebe dich, Geist, und weite dich und weite dich und weite dich und weite dich. Was geschieht eigentlich in der Werbung? Wie viel Anteil an dem geistigen Gesamt hat die Werbung, die verbalisierte, gesprochene Werbung, ins Akustische? Denn das heißt am Anfang war das Wort. So, wie groß ist der Anteil an dem, was wir am tagsüber, sagen wir 12 Stunden tagsüber konsumieren, insgesamt akustisch? Wie hoch ist da der Anteil von Werbung, wenn wir Fernseher, Internet oder Radio anhaben? Postkasten ist ja minimal. So, da war jetzt die kurze Unterbrechung. Der Telefon, jetzt bin ich aber wieder da. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo ich stehen geblieben bin. Aber es geht darum, man darf sich nicht aufregen in einer Gesellschaft, wenn in einer Gesellschaft lebt, in der sehr viel betrogen und gelogen wird, wenn es gesetzlich erlaubt ist, dass zum Beispiel 100.000-fach jeden Tag Falschmeldungen gebracht werden. Fast alle Werbung, die gebracht wird, ist entweder übertrieben oder es ist wirklich gelogen, was dort versprochen wird. Wenn man das kauft, das, was versprochen wurde, wird nicht eingehalten. Das weiß der Gesetzgeber. Das wird aber nicht verboten. In der Werbung gilt Narrenfreiheit. Das gilt auch gerade natürlich in dem Thema, wenn man sich aufregt über sexuellen Missbrauch, natürlich über das ganze Thema Sexualität. Wenn Sexualität, nackte Körper sozusagen als Antrieb genommen werden, dann wird man konsumiert und die Sprache selber ja auch völlig versaut ist zum großen Teil. Und das ist aber gesetzlich abgenommen, weil der Staat profitiert. Dann darf man sich nicht wundern, wenn die nächste Generation das widerspiegelt. Sie konsumiert ja diesen Geist und das ist die Saat. Und wir ernten, was wir sehen. Das heißt, natürlich, dass die Rückmeldung kommt. Sie kommt vielleicht eine Generation später, aber sie kommt. Das gilt für alles. Und da sind wir mittendrin. Und ich finde es aber schön, dass wir mittendrin sind, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe nämlich irgendwie keinen Bock mehr. Ich möchte nicht mehr verarscht werden. Ich lass mich nicht mehr verarschen und für Glück verkaufen. Von niemandem, nein, da hab ich keinen Bock mehr drauf. Also, alles klar, schönes Wochenende oder schönen Freitag. Shalom.